Hi Leute, Master of Suicide hier und wir merken gerade, dass also uns wurden die Kinder geklaut und das nervt mich, weil wir gerade uns sehr nulpenhaft angestellt haben, die wieder zurückzuholen. Wir können uns jetzt Mühe geben und diese Ratten hier verfolgen, aber ich möchte jetzt einfach, dass wir mal alles schön hinkriegen, ohne dass es Probleme macht. Ihr sammelt jetzt hier irgendwas ein. Ja, sag doch mal, du. Ja, eigentlich können wir es auch so machen, dann haben wir beides. Wenn wir jetzt hier knapp ein bisschen mehr haben, dann haben wir das Doppeltes. Sehr schön. There has been an increase in vermin in your village over the last few days. You have dealt with the rodents, but your wise ones tell you they were not healthy. Just as they feared, your men begin to fall ill one by one, and soon the whole village is affected. You have the medicine and the herbs they need. Try to beat that thing. You don't have many herbs. Your village medic has their hands full, but thanks to the supply of herbs, they are able to battle the disease with a full arsenal. Come on, come on! Let's fight illness! Ah, diese Menge an Leuten immer. Unser Dorf ist einfach nicht so leicht down zu kriegen. Auch wenn die Events, die passieren, schon übler werden. Oh nein! What shall we do? Eigentlich kann ich die komplett hinschmeißen, wie ich möchte. Weil allein schon meine gesamte Angriffstruppe hier auf jeden Fall reicht, um sie zu töten. Naja, ich meine, in dem Fall gibt es tatsächlich Sinn. Wir haben einen Haufen Kräuter. Your medics did not sleep or eat until every man, woman and child was tended to. Their vigorous attack on the sickness paid off, and everybody is back on their feet in no time. Haha. Oh, schön. 11. Oh, 5 XP. Ja, gleich haben wir noch mal einen hier. Was macht ihr hier nochmal gerade? Ach, ihr habt... Genau. Ihr habt gelagert. Nannte man das. Wir laufen mal unten lang. As you look around and admire the world, you see something of interest. You spot a group of travelers trekking through the land. They look like nomads. Okay. Sind die jetzt böse oder gut? Da bin ich mir mal nicht sicher bei denen. Können zwar nur Holz sammeln, aber hey, wir können so viel Holz sammeln, dass es uns schwer zu den Ohren rauskommt. Was jetzt nicht unbedingt was Gutes sein muss, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir müssen das jetzt tatsächlich mal machen. Mit dem einen Gebäude abreißen und anders dafür hinstellen. Okay, entscheiden wir morgen. The ghost of a hanged man is seen in your village, Was ist denn los? haunting your people's dreams. He is seen coming always from the same direction and returning there after several hours of haunting. Your people awake uneasy every night, and some become cursed. Your scouts soon mark a possible location of the ghost's home. Okay. Das machen wir sofort. Also, beziehungsweise sofort in dem Sinne, wir laufen jetzt hier hin. Laden die Sachen ab, die Scouts hier. Wir sorgen auch dafür, dass die es nicht verbrennen, müssen wir aufpassen. Schön viel aufräumen. Was sagt denn der
Ah, das passt ja. Ich finde schön, wenn man so einen Haufen Gemischtwaren hat zwischendrin. Und dann wieder... Ups, ich habe vergessen, die Rüstung umzurüsten. Dann wieder einen Haufen von den Sachen, die man eigentlich haben wollte. Scouts kriegen 170 Pilze. Jetzt mal nicht vom Fleisch fallen. Das Fleisch kriegt... Er kriegt die Stadt. Jetzt nicht vom Fleisch fallen. Der wird zwar vielleicht ein wenig flach. Das ist einfach nur besser in allen Sachen. Und sie war so schon mal unsere stärkste Kriegerin. Was ist das? Da kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich das bekommen habe. Da fällt gerade ein, wir sollten die ganzen Amulett-Sachen und so, auch ein paar davon an die Leute weitergeben. Und das machen wir jetzt gerade mit allen, die wir bekommen haben. Dieses Mal das Baba Yaga töten. Scouts, okay. Also ist jetzt mehr oder weniger random, wer was kriegt davon. Was bringt nochmal Fast Reactions? Ach genau. Das heißt, das sollten wir dem hier geben, der war das doch immer, der so viel hatte. Okay, und das Fein, Flor. Oh nein, du bist überladen. Ah nee, du wärst damit dann überladen, gut. Das schon, er wäre schon überladen. Okay. Wir kriegen diese Ratten noch. You track down the rat swarm that took your child. You see the vermin holding the infant in a strange cocoon and dragging it somewhere. Ich muss sagen, die Vorstellung ist echt beängstigend. Sieht nicht so aus, als ob meine Leute richtig gut drin wären, aber es sieht auf jeden Fall aus, als ob meine Leute mit genug Leben ausgestattet sind, dass sie da durchkommen. Einfach nur durch Strength by Numbers und so. Okay. Get closer. Autsch. Ah, die beiden Sammler sind hier sehr gut, merke ich gerade. Ich schmeißen einfach noch dazu, sollte es irgendeinen Bonus machen, einfach weil ich es unrealistisch finde, dass zwei dann dastehen und so Däumchen drin. Au. Ach verdammt, ich hätte nicht dazu tun sollen, jetzt muss ich mir mal anschauen, wie die 0 Schaden zuschnappen. Beziehungsweise ich muss es mir nur einmal anschauen. Sehr schön. You kill the rats and rescue the child. You also find the cocoon held more than one victim, but the other one may be dead already. Okay. Habe ich gerade Fleisch bekommen, weil da ein totes Kind im Kokon war? Verstehe ich das richtig? Wir schauen mal schnell nach. Was ist das hier denn? Darkwood. Wir machen das jetzt mal.
Einfach nur, damit unsere Leute endlich mal im Dorf was Sinnvolles machen können, außer Holz sammeln. So. Jetzt sollten wir hier ja... Sehr schön. Jetzt können wir nicht schon aufhören, hier die ganze Zeit wie bescheuert Sachen zu suchen, die wir nicht brauchen. Wir machen das mal so. Und powern da jetzt so richtig rein. Na, die können wir tatsächlich besser verwenden auch. Jewelry. Was ist eigentlich, wenn wir halb machen? Was können wir denn noch machen? Fangen wir mit den Kleinen an. Concentration, Craft und Gathering. Das ist doch sehr schön. Davon machen wir bitte 3 Stück. Und wenn möglich, sollten wir das auch noch recht schnell bauen können. Perfekt. Die schmeißen wir immer einfach noch dazu. Okay. Da können wir uns jetzt diese Folge noch drum kümmern. Also das sind gar nicht die Ratten. Die letzten Ratten sind hier hinten, aber an die komme ich nicht mehr. Ich muss mich um den Galgenbaum kümmern als nächstes. Was wollen wir denn machen? Ich würde sagen, wir tun auf dem Weg die Wolle hier einsammeln. Wolle. Voilà. Den schönen Witz konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Tut mir leid. Musste sein. Es tut mir sehr leid, wenn hier die... Oh. They are a mixed group made up of all peoples of Easterlands, including men, goblins, and orcs. A few of them break away from the group and walk towards you. They are armed, but their weapons are not drawn. However, you do spot some archers eyeing you up as well. The nomads raise their hands and speak. Greetings, fellow travelers. May we speak? Greetings, travelers. Yes, let us talk. We are merely passing by and mean you no harm. Our people have survived together on the journey for many years now, and we do not seek to abandon our path. We are, however, in need of resources, and in exchange, we have goods to offer. Food. Yes, we always need food. We do not farm, and hunting is ever a risk. For some food you can spare, we can trade you some good wood and string. You will lose 20 food. Ja, ich finde schon wieder, dass es nur voll ist, ja. Wonderful. May the journey keep you safe and may the road be ever clear, traveler. Ich hatte seine Felder verloren? Okay. Haben wir gerade mein Feld aufgefressen? Mitsamt dem Boden? Was ist da denn hier? Ich glaub's ja auch. Na dann. Bauen wir halt ein neues. Ist ja gut. Anni, wir warten jetzt, bis wir den Platz frei haben für das Kräutergartenhäuschen. Break up. Da ist der Hatchman. Hier ist irgendwas Böses. Aber hey. Another night falls over Thea, and restless souls of the damned seek out the living in envy and anger. You can almost feel the approaching wave of these infernal wraiths seeking to burden your souls. But this night, thanks to the Lapiduk, your people Ich verstehe nicht, this night, also, and they feel ist das so der Noob-Bonus, den man kriegt am Anfang noch? Also es verwirrt mich sehr, dass die Nächte mehr oder weniger immer dieses gute Event haben am Anfang. Okay, erstmal wird noch geschaut, ob alles ausgerüstet ist, das wir ausgerüstet haben können. Ja. You find the ruins of what must have been a small settlement, but it looks abandoned for at least a decade. You see the hanged man floating aimlessly, wailing at the sky.
The souls of those who died of hanging, especially self-inflicted, are known to become damned like this. But there could be a way to help. Nein, look for clues of what happened to the hangman, oder? Na, the best way to get rid of a ghost problem is good steel. Attack this ghost. Ich bin tatsächlich besonders selten für Gewalt. And you find several skeletons of people with their heads severed, as well as many funeral pyres that look very makeshift and rushed. At the center of the village, you discover an oak tree with the hanged man's skeletal body still swinging from a branch. As you search the body, the ghost appears again, but this time without the noose around its neck. Oh, schön. Instead, you see a well-built, middle-aged man in a wide-brimmed hat with a large book and a crossbow at his side. The ghost seems much more coherent now as it speaks to you. So you have come. Good. Ich finde das schön. Das ist, jedes Mal komme ich mir vor wie die Vorgehensweise eines typischen Klischee-Amerikaners und eines typischen Klischees-Britens. Also, are you the one that cursed the people? Der Amerikaner, der Brite. Yes, we have come. You haunted the village for many nights now, and we seek to release you from this dire fate. It was not me. Well, not strictly. I can only hold this form for a short time. Soon I will revert back to the anguished deformity that is the hanged man. Driven by instinct alone, I will seek out life and haunt it, desperately trying to seek aid. Many would have slain my spirit by now. My thanks to your patience. Yes, well, we did think about killing you, but it seems rather redundant when it comes to ghosts. And then there is the curse you left. What good is killing a ghost anyway, eh? What happens to you guys if you're dead? It is a good question, and one I have no true answer for, except that we come back with less and less of ourselves left. Every time we are slain, we lose a part of our souls until there is nothing but an angry shell left. Oh mein Gott, tut mir leid. Damn, that's bad. So, what happens if you get help? If you find a way to release my spirit, well, before the darkness, my soul would have traveled through the roots of the cosmic tree into the underworld, where it could rest in peace. Now, well, at least I won't be an angry spirit tormenting people, I think. Okay, so how do we help you, and how do we help our people with the curse? I am afraid I do not know for sure how to lift your curse. I am fading again, and soon will become the hanged man again. So I will tell you this. Read my diary, and find a way to rest my spirit. Or find another way to banish me from this fate. If you do, I promise to try and lift the curse. It looked like he wanted to say more, but his ghostly body dissolved and changed back into the hanged man. Warum sollte ich den angreifen wollen? Look for the diary he spoke of. Inside the man's coat pocket, you find a note, or rather what looks like a page drawn out of a diary. Read carefully. The curse of the Striga takes hold quickly. Within days I saw signs of these good Ist denn people alles fall traurig into the hier? darkness. Only I knew what had to be done, and gods helped my soul for it. I had no other recourse but to kill those who were taken, and those who stubbornly stood in my way. I had hoped to finish the job and return to you, my daughter. But alas, I can feel the curse upon my soul. I can hear the voice of my soon-to-be mistress calling me at night, and every night the voice becomes sweeter. Soon I will not have the will to resist, so I must act now, even knowing my soul will be damned among the wretched. If you shall ever find this place, I needed you to know my true fate. Oh Gott. Hat also seine gesamten Leute umgebracht. Oder sie halt mehr oder weniger erlöst, weil sie für irgendeine Sirenendämon uns erlegen wären und hat sich dann selbst erhängt, weil bemerkte, dass er auch nicht anders ist. Also insofern, dass er sich nicht retten konnte. You see it was weaved with silver, and on the ground you see a pentagram drawn with rock salt and poppy seeds, or at least that's what they could have been. All known repellent for the dark magic and the creatures of the night. The hanged man appears next to you and points to a map attached to the page. You see several settlements marked and one signed Home. You remembered a book and crossbow on the coast, and so you search for it near the body. You discover both objects buried under a pile of stones. From your knowledge of the folklore, you remember that the hanged man's noose can be a strong amulet. You also know that the poppy seeds found in the man's bag may come in handy in many rituals. You gather up the goods. Okay, cool. Was ist das? Song of the Forest. This fine weapon is crafted from the fabled triad wood.
It is said you can hear the song as the arrows fly towards a worthy opponent. Schön. Okay. Upsala. Weiter geht der Spaß. Aber wir müssen rasten. Und aufpassen, dass uns nicht die Leute verhungern. Aber was wir natürlich auch machen können in der Zeit. Also die nächste Rast müssen wir unbedingt Essen suchen. Aber jetzt können wir erstmal das hier machen. Okay. Plus die hier. Nein. Wir können, ach stimmt, wir können die jetzt auch aus Darkwood bauen. Mal schauen, was wir da kriegen. Schönes. Ah, das ist das. Okay, und was ist das hier? Okay, und was ist das? Nein. Ich muss einfach alles ausprobieren. Mhm. Ist die Reihenfolge hier wichtig? Ja, tatsächlich. Dann nehmen wir doch mal... Oh ja, das können wir auch noch schauen. Oh! Carved with care from the ancient forest of here. This necklace brings age-old wisdom to your neck. Kann ich das auch mit nur einem davon machen? 442 663 ist auf jeden Fall einiges besser so. Ändert das was? 663. Nee. Ich will nur schauen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas echt Cooles verpassen, gerade aus Versehen. Nee, es lohnt sich tatsächlich, die alles in einen Teil anzustecken. Wo ist denn die Basteltruppe? Hier dürft ihr zu 4 an einer Halskette schnitzen. Sobald ihr mir erklären könnt, wie das funktioniert, dürft ihr auch würfeln. Klingt ein bisschen, als würde man im Spiel Pen and Paper leiten. So, okay, wir möchten uns unterstützen gegenseitig. Aha. Beim Kettschnitzen, zu 4. Ja, ich puste die ganze Zeit die Späne weg, während er mit seinem Messer dran rumschappt. Okay, gut. Was macht der Nächste? Ich sorge dafür, dass ich die ganze Zeit Essen und Trinken bei ihm dastehen habe und halt Fliegen ab. Und außerdem sorge ich dafür, dass ein Feuer in der Nähe immer brennt, damit der Hehler ist. Den kann Tag und Nacht durchbehalten. Okay, und der 4. Und dann kommt immer der Punkt, wo man irgendwann nicht mehr weiß. Und ja, ich halte das Holzstück. Ich glaube, es ist besser, wenn er es hält. Okay. Ne, das passt so. Wenn die das Ding angreifen, sind die down. Wo ist denn der Hangman? Da unten war er. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Kein großes Monster oder sowas. Glücklicherweise nicht. Oh, meine Leute haben sich hochgelevelt. Das ist ja auch schön. Leben, Will, Perception, Tactic, Heroism. Intelligenz, Sturdiness, Will, Health, Strength für alle werden stärker. Oh, ich muss die Folge noch beenden, oder? Ja, also danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Master of Suicide, over and out. Ich darf mal die Outros nicht übersetzen.